Eine meiner liebsten klassischen Strategien auf Pocket Option. Schauen Sie genau hin und machen Sie es mir nach. Hallo Freunde, dies ist die Atemvideo, in der wir eine neue Strategie testen und versuchen damit zu verdienen. Und natürlich erkläre ich euch, wie alles funktioniert, sodass ihr, wenn es erfolgreich ist, diese Strategie gleich nach dem Ansehen dieses Videos wiederholen könnt. Passt gut auf, wir fangen an. Los geht's! Fangen wir mit der Theorie an. Zunächst einmal brauchen wir einen Indikator namens Momentum. Schauen wir uns an, wie diese Kerze schließt. Wenn das Volumen abnimmt, wie in dieser Situation, eröffnen wir ein Geschäft gegen diesen Trend. Fügen wir den Indikator hinzu. Oben links im Indikatormenü von Pocket Options suchen wir nach Momentum. Wir müssen ihn nicht einstellen, wir lassen ihn so, wie er ist. Weiter. Was müssen wir markieren? Zunächst einmal markieren wir die beiden nächstgelegenen horizontalen Ebenen. Hier ist das obere Niveau, da sind Widerstand darstellt, und hier ist die untere Marke. Wir warten also darauf, dass der Markt das Niveau der Unterstützung oder des Widerstands erreicht, und wir achten auf das Volumen, das hier angezeigt wird. Wenn das Volumen abnimmt, bedeutet das, dass der Verkäufer in dieser Situation seine Macht verliert, so dass wir von diesem Niveau aus leicht einsteigen können. Achten Sie auf die Unterscheidung. Ich konnte hier ein Geschäft eröffnen. Das Volumen war so. Allerdings fiel der Markt danach weiter, so dass unser Geschäft scheitern würde, da das Volumen weiter steigt. Aber wenn sich diese Kerze bildet, beginnt das Volumen zu sinken. Und ich gehe mit einem Geschäft ein, das erst danach steigt. Es ist nicht garantiert, dass der Preis von diesem Niveau aus zurückgeht, aber wir brauchen nur eine kleine Reaktion. Sie können das an verschiedenen Beispielen beobachten. Selbst wenn wir diese beiden Niveaus vergleichen, stellen wir fest, dass der Markt erst dann zu sinken beginnt, wenn das Volumen abnimmt. Also heute werden wir das mit Hilfe des Momentum-Indikators im Auge behalten. Unser erstes Geschäft wurde sehr genau mit Gewinn abgeschlossen. Kommen wir nur zur nächsten Situation. Eröffnen wir hier ein weiteres Geschäft, um ebenfalls zu steigen. Diese Situation ist ein wenig anders. Wir markieren die horizontale Hauptlinie. Das ist sehr einfach über ein oder zwei Marktumkehrungen möglich. Hier sehen wir, dass der Markt gesunken ist und sich dann abrupt umgekehrt hat. Das könnte auch hier wieder passieren. Das ist das, was im Moment passiert. Natürlich wäre es besser gewesen, das Geschäft etwas früher zu eröffnen, aber ich habe die Situation erst jetzt gesehen. Der Indikator zeigt, wie die Macht des Verkäufers langsam abnimmt. Der Indikator eilt auf 0 zu, durch den der Indikator geteilt wird. Alles unter 0 ist die Macht des Verkäufers, alles darüber die Macht des Käufers. Der Indikator fällt immer weiter in Richtung 0, sodass wir verstehen, dass die Verkäufer ihre Macht verlieren. Was bedeutet, dass wir bald Kaufvolumen erhalten werden? Die Käufer werden auf den Markt kommen und ihn zum Steigen bringen. Außerdem steigen wir von der Unterstützungsebene aus ein, sodass unsere Risiken viel geringer sind, als wenn wir wahllos einsteigen würden. Unser erstes Geschäft verliert. Es hatte nie genug Zeit, also eröffnen wir 2 weitere Geschäfte und warten auf das Ergebnis. Das Niveau wird erneut getestet und erst danach beginnt die Grafik zu steigen. Also der Preis erreicht das horizontale Widerstandsniveau. Der Indikator zeigt an, dass der Markt der Käufer abnimmt. Das kann man an der Abnahme dieses Stecks erkennen. Und wir verstehen auch, dass es eine horizontale Ebene gibt, die den Preis nicht weiter steigen lässt, und
als eine Art Hindernis wirkt. Bei dieser Strategie handeln wir also nicht nur auf der Grundlage von Niveaus, sondern wir suchen auch nach einem bestätigenden Faktor für einen bevorstehenden Rückgang oder Anstieg des Indikators. Insgesamt halte ich diese Strategie für brauchbar. Es ist nicht wichtig zu lernen, wie man sie in verschiedenen Handelssituationen einsetzt. Es gibt verschiedene Situationen und manchmal ist die Strategie vielleicht nicht die beste Wahl. Das werden wir noch herausfinden müssen. Bis jetzt alles super. Ein weiteres wird mit Gewinn abgeschlossen. Machen wir das letzte Geschäft und fassen wir zusammen. Lassen Sie uns das letzte Geschäft zur Senkung abschließen. Wie wir sehen, nehmen die Stäbe des Indikators langsam ab. Was bedeutet, dass die Käufer ihre Macht verlieren? Es ist noch nicht so offensichtlich, aber die Grafik ist in der Nähe eines wichtigen Niveaus. So hoffe ich auf eine kleine Korrektur, die an uns Gewinnen bringen wird. Beobachten wir. 5 Sekunden bis zum Abschluss des Geschäfts. Es wird großartig und zuversichtlich. Das ist es, was ich gemeint habe. So Leute, heute haben wir es geschafft, über $350 zu verdienen. Es war eher ein kurzes Einführungsvideo für diese neue Strategie. Direkt nach diesem Video werde ich weiter auf meinem kostenlosen Trading-Telegram-Kanal handeln. Wenn ihr also beitreten und sofort Geld verdienen wollt, klickt auf den Link im angehefteten Kommentar. Also wir werden uns in meinem nächsten Video sehen. Tschüss.